Meine Motorradsaison 2022 startet nicht etwa mit der Reise nach Österreich als einer der ersten Motorradfahrer auf der Großglockner Hochalpenstraße oder über viele Umwege durch Griechenland bis nach Athen oder in Kappadokien in der Türkei. Nein, sie startet vielmehr mit einem Anruf von BMW Motorrad und der Frage, ob ich auf ein Enduro-Abenteuer der ganz besonderen Art Lust hätte. Ja klar, da bin ich dabei, habe ich gesagt und bin gleich zum Flughafen rübergefahren. Ihr glaubt jetzt wahrscheinlich so wie ich anfangs auch, es geht irgendwie nach Bangkok, Baku oder Buenos Aires. Aber am Flughafen heißt es dann, letzter Aufruf für den Flug nach Berlin-Brandenburg. Echt jetzt? Zum Enduro-Fahren? Ich lasse mich da mal überraschen, steige in den Flieger und komme ein paar Stunden später am Bikosee, unweit der Stadt Rheinsberg an. Idyllisch direkt am Wasser gelegen, werde ich in der Pension Haus Bikosee einquartiert. Denn von hier aus beginnt das Enduro-Abenteuer Brandenburg. Am Abend vor unserer Tour wird erstmal fürstlich gespeist und sich ausgetauscht. Ich lerne hier Journalisten und auch andere YouTuber kennen. Voll cool. Bevor es am nächsten Morgen so richtig losgeht, unterhalte ich mich mit Jörg von East Moto, einem der Tourguides. Wir fahren generell bei allen Strecken, die wir fahren, nur wirklich 100% legale Ortsverbindungsstraßen. Es gibt hier in Brandenburg ein Gesetz, da muss ein gewisser Anteil Pflastersteine auf dieser Strecke liegen, damit es als Ortsverbindungsstraße gilt. Ich als Nicht-Heimischer Schwabe, der in Bayern wohnt, als ich zum ersten Mal hier war, ich konnte es nicht glauben. Wir wollen entspannt, gemütlich und jeder muss für sich ein Abenteuer und ein Erlebnis mitnehmen. Abenteuer und Erlebnis in Deutschland, genau dafür bin ich hergekommen und übernehme kurze Zeit später eine BMW R1250 GS Rallye mit Sportfahrwerk. Von Extrem-Enduro-Legende Gerhard Forster gibt's nochmal für alle die Grundlagen des Geländefahrens, bevor es dann wirklich zur Sache geht. Voll genial, also ich habe es jetzt heute ja schon testen dürfen, wie wir da fahren und das passt optimal. Das sind richtig Strecken für das Motorrad, du kannst mal richtig aufziehen. Es passt perfekt. Es geht los. Das erste Mal in diesem Jahr überhaupt wieder richtig auf dem Motorrad sitzen. So, Kupplung war da, Bremse ist hier, erster Gang ist drin. Ach, das fühlt sich so gut an. Okay, Spiegel machen wir noch mal einmal kurz richtig. Auch wenn wir die wahrscheinlich heute gar nicht so oft brauchen. Das ist das erste Mal wirklich Motorradfahren in diesem Jahr. Es ist auch noch bitterkalt, ne? 5 Grad. Ja, herzlich willkommen zu meinem Enduro-Abenteuer Brandenburg. Wir fahren hier völlig legale Wege. Schaut mal, wie schön durch den Wald. Untertourig, ganz entspannt, gute Stehposition. So wie vorhin von Gerhard Forster nochmal gelernt. Gerhard ist wirklich ein absolutes Enduro-Ass. Nicht nur auf der großen, schweren, sondern speziell auch auf den Sportenduros. Erzberg Rodeo-Finisher, unglaublicher Kerl, super charismatisch. Ich lieb's jedes Mal, ihm auch nur zuzuhören. Und dann jetzt hier durch den Staub. Oh mein Gott. Aber kann es hier überhaupt wirklich so richtig zur Sache gehen? Wir werden sehen. Oh, ja, hier ist sandig. Uff, da. Oh. Ja, aber so kommt man gut rein in die Saison, ne? Noch nie großartig gefahren das Jahr, eigentlich wirklich nur rangiert daheim. Motorradfahren ist wie Schwimmen oder Fahrradfahren. Hat man das einmal in seinem Leben gelernt, dann steigt man einfach im Folgejahr wieder drauf und es geht wieder los. Es macht so eine Laune gerade. Ja, ich schmecke schon so ein bisschen den Sand auf den Zehen. Also hier wird ordentlich Staub heute aufgewirbelt und wir sind ja noch am frühen Morgen. Lecker. Der Markus Jahn, ein echter Profi-Motorradfotograf, der hat sich hier gerade irgendwo im Wald versteckt und hat so richtig coole Mitzieher-Fotos gemacht. Ah, ich liebe sowas, wenn so Profis mit dabei sind und man anschließend auch ein cooles Foto von sich hat. Oh, hier staubt es jetzt, hier staubt es böse. Man muss ein bisschen mehr Abstand halten, weil sonst fährt man im Nebel des anderen und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, auch hier kommen wir jetzt an eine Querverbindung, da müssen wir ein bisschen langsamer machen. Hier ist Straßenverkehr und hier sieht man auch das Kopfsteinpflaster, was diese Straße hier scheinbar legal befahren lässt. Ne? Macht das eine Laune. Vor mir in Valentino Rossi Farben fährt übrigens der Marco.
Marco kennt hier jeden Feld- und Wiesenweg. Er hat hier Routen gescoutet, wo er sagt, dass man hier am Tag locker 180, 200 Kilometer Rundschleifen fahren kann. Und das Ganze auf so einem Terrain, auf Schotter pur, und viel Sand soll heute noch mit auf dem Programm stehen. Sand ist ja etwas, was wir ja gar nicht so viel kennen, und ich bin schon sehr gespannt darauf, weil Sand ist einfach, ja, so ein Ding, das kannst du nicht richtig einschätzen, da musst du das Motorrad auch einfach machen lassen. So, er blinkt links, jetzt geht es hier wahrscheinlich links ab, weil selbst auf diesen Wegen, die alle offiziell sind, gibt es noch irgendwelche Abbiegungen und Kreuzungen, und hier stehen teilweise mitten in der Pampa auch noch Verkehrsschilder. Jetzt geht es mal kurz weiter in einer kleinen Ortschaft, da setze ich mich mal wieder hin zum Entspannen. Wir wollen ja hier auch die Leute, das ist ganz wichtig, dass diese Etikette beim Motorradfahren, wir wollen hier niemanden nerven. Generell haben wir uns dazu entschieden, wirklich nur Touren für größere Reisemotorräder zu machen. Also wir wollen keine Sport-Enduro-Klientel, sondern wollen den Leuten, die mit einer Reise-Enduro eventuell nach Albanien fahren wollen, deine Touren hinterherfahren wollen, eine gewisse Sicherheit über 2 und 3 Tage vermitteln, damit die sich souverän im Gelände bewegen können. Was natürlich ausschließt Renntempo. Wir können schnell, aber wir müssen nicht. Für mich etwas ungewohnt, so ganz ohne Gepäck hier in die tiefen Löcher rein. Normalerweise kannst du mit einer voll beladenen Maschine nicht jetzt unbedingt so ein Tempo fahren. Wenn man direkt hier im Staub unterwegs ist, da sieht man nichts. Also immer schön Abstand halten. Das mache ich jetzt auch. Es geht bei den Touren hier im Wald nicht um Zeit, um Geschwindigkeit und um maximal viel Action, sondern um den Fahrspaß, um die Herausforderung, auch mit der schweren Reise-Enduro hier ganz unbeschwert durchzufahren. Es ist Sport, das merke ich, mir wird schon warm, obwohl es noch kalt ist, einstellige Temperaturen Ende März 2022, aber es macht richtig Laune hier zu fahren. Wahnsinn! Schaut mal, weit und breit nichts los, und das ist auch der Hintergrund, warum hier oben diese Touren überhaupt legal möglich sind. Weil einfach die Bevölkerungsdichte in Brandenburg hier nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in NRW, Bayern oder Baden-Württemberg. Und deswegen kann man hier ganz entspannt unterwegs sein. Bei uns werden ja hier überall Wanderer, Spaziergänger, Touristen. So, hier oben ist ein bisschen ruhiger. Vor allen Dingen jetzt, ne, im März. Ja, der Einzige, der einem hier entgegenkommt, ist der Bauer mit dem Traktor. Ein anderer kommt da gar nicht durch. Ich winke, er winkt zurück. Passt. Hier geht's jetzt weiter. Geht's da rechts weiter oder geradeaus? Geradeaus. Okay. Rechts ist gesperrt. Warum ist jetzt rechts gesperrt und links nicht? Na, weil links ist eine Ortsverbindungsstraße und rechts ist ein Waldweg. Aha. Da kommt der nächste Ort. Also letztendlich fahren wir immer von Ortschaft zu Ortschaft. Und früher in der Postkutschenzeit hat irgendjemand mal anders die Orte verbunden, wahrscheinlich von Wichtigkeit her. Und irgendwann wurden andere Orte frequentierter und man hat neue Straßen gebaut und die alten einfach vergessen. Ja, das ist so eine klassische Ortsverbindungsstraße. Da macht der Lenker schon mal, was er will. Also einfach die Finger locker lassen. Voll coole Strecke hier, Wahnsinn. Was hier für ein Wegenetz ist ja der Wahnsinn. Wie viele Kreuzungen, Abbiegungen, teilweise wirklich mit echten Verkehrsschildern. Ich wundere mich, wer hier lang fährt. Aber ich habe die Geschichte gehört von einer Postbotin, die hier mit so einem Caddy 4x4 wohl genau auf diesen Wegen unterwegs ist, um die Post auszufahren. Für die wenigen Leute, die hier irgendwo im Nirgendwo leben. Wahnsinn. Und deswegen, das sind offizielle Wege hier, offizielle Straßen. Wow, 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 wow. Wow, oh, das ist ja richtig Sand. Ja, wir haben natürlich auch sämtliche Wettersituationen bestellt. Jetzt fängt es nämlich an zu regnen. Da war rechts eine schöne tiefe Sandspur. Ich voll rein. Danke fürs Bescheid geben. Man merkt so richtig, wie die GS es liebt, über diese Art von Weg und Straße zu fahren, übers Kopfsteinpflaster.
das bügelt die einfach weg. Und ich meine, wir fahren hier ja nahezu normale Außerortsgeschwindigkeit. Und es ist einfach nur ein Traum. Das Ganze nennt sich ja hier Enduro-Wandern. Die frische Luft, die Natur und natürlich auch die Bewegung. Es ist wirklich Bewegung. Man ist ja mit dem ganzen Körper angestrengt und angespannt. Und dazu diese Landschaft. Einfach diese Ruhe. Und natürlich, wenn wir hier an Pferdekoppeln vorbeikommen, machen wir ganz, ganz ruhig. Weil nichts ist blöder, als die Natur zu stören mit dem, dass wir hier durch die Gegend fahren. Und deswegen einmal kurz winken an Fury und ihre Schwestern und Brüdern. Ja, und manchmal sieht man hier auch Pkw-Verkehr. Der macht dann dankenswerterweise Platz. Danke sehr. Aber ich glaube, das war heute das zweite Auto. Und ein Trecker. Ja, Asphalt hört auf. Schotter geht weiter. Offizieller Weg. Wunderbar. Das geht nur hier. Oh, ich liebe es jetzt schon. Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Enduro-Touren im Rahmen der BMW Motorradtage in Berlin sehr attraktiv sein werden. Hier gibt es jetzt die lange Sandpiste mit richtig Tiefsand. Das ist jetzt wirklich einer der schönsten Abschnitte des Tages. Sandiger Untergrund. Wow, wow. Oh ja, hier hat es auch eine Spur gerade von einem anderen Mopedfahrer gegeben. Da sah ich, der hat gelitten. Ja, herzlich willkommen auf den Überlandstraßen in Brandenburg. Die sehen nämlich teilweise so aus. Große Straße, kleine Straße und ein Warnschild. Straßenschäden. Also ist das hier auch eine offizielle Straße. Hier sind auch noch ein paar Ortsschilder. Kreuzungen mitten im Wald auf nicht asphaltierten Wegen. Einfach nur gigantisch. Wisst ihr, was mir in diesem Moment gerade durch den Kopf geht? Dass dies hier einer der ersten Tage seit Wochen ist, wo ich einfach nur verbunden mit dem Motorrad, hier verbunden mit der Natur durch den Wald fahre und überhaupt nicht über das nachdenke, was gerade links und rechts auf dieser Welt alles Schlimmes passiert. Motorradfahren hält mich einfach mal ein bisschen ab von der Realität. Und es tut so gut, wenn ich hier rechts und links in den Wald gucke und einfach nur den Staub meines Guides schlucke auf diesen Wahnsinnsstraßen. Und ihr seht, da vorne ist ein Auto. Es kommen ja also auch Autos entgegen, man muss ein bisschen aufpassen. Aber was ich euch sagen wollte, ist einfach nur, Motorradfahren macht mir den Kopf frei. Und immer dann, wenn ich unterwegs bin, da geht es mir gut. Da geht es mir einfach nur gut. Das hier ist der erste Tag seit Monaten, dass ich wieder auf dem Motorrad stehe. Und was für ein Privileg, das hier machen zu dürfen. Das war ein toller Tag. Hier hat heute Morgen alles angefangen, an diesem wunderbaren See. Und hier endet der Tag auch wieder. Ja, liebe Leute, das war's. Das große Abenteuer, mit dem Motorrad durchs Gelände in Brandenburg zu fahren. Und ob das ein echtes Abenteuer war, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Ich fand's mega cool. Vielen Dank an BMW Motorrad, dass ich hier sein durfte, dass mir so ein Motorrad anvertraut wurde und dass das ein unvergessliches Erlebnis als Einstieg in diese neue Saison war. Der Knaller. Haltet mal Augen und Ohren offen, ob es so ein Angebot wiedergeben wird. Entweder bei den lieben Guides, die uns heute geführt haben, oder aber im Rahmen der BMW Motorradtage in Berlin. Ich sage wie immer vielen Dank für euer Interesse und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein kostenfreies Abo da, klickt die Glocke und natürlich den Daumen nach oben. Bis bald, euer Walle.